Am 8. September ist in der JavaScript-Community eine bedeutende Neuheit entstanden. Boon ist in der ersten Version erschienen und hat davor ordentlich schon Hype bekommen. Boon soll eine Alternative für Node.js oder Deno sein. Zum Vergleich, alle drei werden dazu genutzt, um auf eurem PC ohne Browser JavaScript-Code auszuführen, wie man es beispielsweise auch von Python kennt. Also JavaScript als ein ganz normales Kommandozeilentool. Ich hatte auch dazu übrigens schon Videos gemacht. Eine ganz kurze Auffrischung. Wer eine Website aufruft, der sieht das sogenannte Frontend im Browser. Wenn ihr aber Daten an einen Server schickt, also beispielsweise Login-Daten, dann werden die natürlich nicht auf eurem Gerät oder in eurem Browser verarbeitet, sondern an den Server von beispielsweise meiner Bootstrap Academy geschickt. Dort prüft das sogenannte Backend, ob ihr ein Konto habt und antwortet dementsprechend. Wenn ihr also eingeloggt seid, könnt ihr den Server dann zum Beispiel nach einem Profilbild fragen und der Server, also das Backend, schickt euch das dann. Und das muss natürlich schnell gehen. Lags auf dem Server sind nicht angenehm. Und naja, das alles wird von eurem Backend-Code bestimmt. Es gibt Python-Backends, es gibt Go-Backends, es gibt PHP, sogar gelegentlich C++ im Backend. Aber immer mehr Firmen setzen auf JavaScript-Backends. Warum? Weil Frontend-Entwickler sowieso JavaScript-Code schreiben müssen und weil immer mehr Teams sogenannte Full-Stack-Entwicklung betreiben. Full-Stack heißt, ihr schreibt gleichzeitig Frontend und Backend. Aber dann im Frontend eine Sprache zu schreiben und im Backend eine ganz andere Sprache zu schreiben, ist halt anstrengend und führt zu Fehlern. Deshalb ist es auch immer häufiger zu sehen, dass im Backend JavaScript zum Einsatz kommt. Man muss also nur eine Sprache lernen und kennt dort die ganzen Tricks, die die Sprache so mit sich bringt. Das senkt die Einstiegshürde und nimmt einfach Komplexität raus. Das heißt aber auch, im Frontend nutzt ihr dann zum Beispiel ein Framework wie React, Angular und so weiter. Aber im Backend nutzt ihr halt auch ein Backend-Framework und eine Runtime. Und das sind beispielsweise Node, Deno oder jetzt auch Bun oder Boon. Ob ihr nun allerdings Node, Deno oder Boon-Code schreibt, das unterscheidet sich durchaus ein kleines bisschen. Aber halt eben nicht so drastisch, dass man es nicht umschreiben könnte. Boon soll allerdings um ein Vielfaches schneller sein und wir schauen uns heute mal alle drei Frameworks mal im Vergleich an, damit ihr besser entscheiden könnt, ob das eine etwas für euch ist oder eben nicht. Bevor wir loslegen, möchte ich allerdings ganz kurz Danke sagen. Ihr seid so unfassbar gut zu mir gewesen unter dem letzten Video am letzten Sonntag. Danke für euer ganzes Verständnis. Und ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir auf meinem anderen Kanal 100.000 Abos geknackt haben, was mich auch riesig freut. Und als Dankeschön möchte ich nächste Woche eine große Ankündigung machen, die die Academy betrifft. Ich werde es auch hier als Textpost posten, Twitter, Instagram, Mastodon, nur damit ihr es eben nicht verpasst. Aber ihr könnt natürlich auch jetzt schon gerne die Academy auschecken, dann wisst ihr insgesamt wahrscheinlich besser, worum es nächste Woche geht. Biolink ist natürlich unten in der Beschreibung, da ist alles drin, was ihr braucht. Okay, Node.js. Node.js ist eine Open-Source-Laufzeitumgebung, die es Entwicklern ermöglicht, JavaScript-Code serverseitig auszuführen. Sie wurde 2009 schon von Ryan Dahl ins Leben gerufen und hat die Art und Weise, wie JavaScript im Web genutzt wird, komplett verändert. Was Node.js eben besonders macht, ist seine Architektur. Sie verwendet im Hintergrund die V8 JavaScript Engine, die ihr vielleicht von Google kennt, die eben für ihre Schnelligkeit und Leistung aus dem Chrome-Browser bekannt ist. Und natürlich den ganzen anderen, die auch wie der Chrome-Browser die V8 Engine benutzen. Und ihr wisst, die steht mittlerweile hinter eben fast jedem Browser. Node kombiniert diese mit einem eventgesteuerten Non-Blocking I/O-Modell. Events heißt, Code wird ausgeführt, wenn ein externer Stimulus passiert, also eine Anfrage von euch als Benutzer zum Beispiel. Und Non-Blocking I/O bedeutet, eine Datei kann von mehreren Threads gleichzeitig gelesen werden. Euer Profilbild zum Beispiel kann von mehr als einer Person gleichzeitig angesehen werden. Die müssen nicht aufeinander warten. Das alles ermöglicht es Node.js eben hohe Anforderungen, also viele Nutzer, effizient und mit möglichst geringem Overhead zu bewältigen, was es sehr geeignet für skalierbare Netzwerkanwendungen macht, also eure Websites. Auch wichtig, Node.js' umfangreiches Paket-Ökosystem namens NPM. Davon habt ihr sicher schon mal gehört. Das ist der Node Package Manager. Mit NPM haben Entwickler Zugriff auf legit
über 100.000 Pakete und Bibliotheken, die von der Community bereitgestellt werden, um die ganze Entwicklung zu beschleunigen und damit das Rad nicht neu erfinden zu müssen. Das macht es übrigens für neue Sprachen auch immer so schwer, eine Community zu finden und dann natürlich zu wachsen, weil Henne-Ei-Problem. Alles in allem ist also momentan Node.js definitiv der Platzhirsch, zumindest noch. Erkennen lässt sich das auch in den Zahlen. Sync.io hat eine Statistik bereitgestellt, die veranschaulicht, wie viele Fragen auf Stack Overflow jeweils mit Node, Deno oder Boon getaggt wurden. Boon hatte zu dem Zeitpunkt, als sie den Post geschrieben haben, 52 Fragen getaggt, Deno 917 und Node einfach fast 500.000. Also ja, auch die State of JS-Umfrage ist da ziemlich deutlich. 93,6% der Beantworter der Frage arbeiten regelmäßig mit Node, 81,6% einfach mit dem Browser und bei Deno sind es 11,2%, bei Boon 4,3%. Klar, das wirkt sich natürlich auf die Anzahl und Qualität der Pakete, die es in der Umgebung jeweils gibt, aus. Node lässt sich allerdings unter Windows und Mac über Installer installieren. Für Linux nutze ich persönlich übrigens meist den FNM, den Fast Node Manager. Sinn dahinter ist, dass man mehrere Node-Versionen installieren kann und in einer Datei einfach festhält, welche man jetzt in diesem Projekt gerade benutzen möchte. Es gibt ein Installationsskript mit Curl und wenn man das hat, dann kann man ganz einfach fnm install 20.7.0 eingeben und bekommt die Version 20.7 von Node installiert. Das geht aber natürlich auch auf Mac und Windows. Zum Prüfen, welche Version ihr habt, gebt einfach Node-Version ein. Zum Ausführen von euren Skripten gebt Node euer Skript.js oder .mjs oder .jsx oder was auch immer ihr benutzt. Deno ist eine Laufzeitumgebung für JavaScript und TypeScript, die als Reaktion auf einige der wahrgenommenen Schwächen und Probleme von Node.js entwickelt wurde. Also sowas wie Node 2.0, aber ohne Abwärtskompatibilität. Sie wurde auch von Ryan Dahl ins Leben gerufen, dem ursprünglichen Schöpfer von Node.js, mit speziellem Fokus auf Modernität, Sicherheit und Effizienz. Einer der Hauptunterschiede zwischen Deno und Node.js liegt in der Art und Weise, wie sie mit externen Modulen und Abhängigkeiten umgehen. Node.js hat den berühmten NPM-Paketmanager, während Deno Module direkt aus URLs lädt, was die Abhängigkeitsverwaltung vereinfachen soll und transparenter machen soll. Sicherheit steht allerdings, wie gesagt, auch im Zentrum von Denos Design. Im Gegensatz zu Node.js, das einfach standardmäßig Zugriff auf sehr viele Systemressourcen hat, läuft Deno in einer abgesicherten Sandbox-Umgebung. Das bedeutet, dass Skripte ohne ausdrückliche Berechtigung erstmal keinen Zugriff auf das Dateisystem, Netzwerkanfragen oder andere sensible Vorgänge haben. Das kann man aber bei der Ausführung manuell einstellen. Der Ansatz minimiert potenzielle Sicherheitsrisiken und schützt Entwickler und Systeme besser vor unsicheren oder schädlichen Codes. Aber in der Praxis gibt sowieso einfach jeder _allow read ein und dann kann man auch wieder alles lesen. Es reicht also nicht, ihr müsst trotzdem das Ganze am besten in einen Container oder in eine virtuelle Maschine packen. Im Gegensatz zu Node.js unterstützt übrigens Deno TypeScript nativ. TypeScript, für die, die sie nicht kennen, ich habe auch eine Tutorial-Reihe dazu gemacht, ist eine streng typisierte Superset-Sprache von JavaScript, die bei manchen Entwicklern aktuell ganz beliebt ist und andere hassen sie komplett. Dazu kommt, Node-Projekte können relativ einfach zu Deno wechseln, auch wenn das zu Beginn ein relativ großes Problem von Deno war. Imports mit Node kann man einfach mit Node Doppelpunkt oder mit npm Doppelpunkt davor markieren und ihr seid fertig. Alternativ gibt es aber auch eine deno.js-Datei, die viele von euch vielleicht nicht kannten, mit der man Import-Maps erstellen kann. Hier ein kleines Linkchen, wie das Ganze funktioniert. Es gibt übrigens aber sogar ein Tool namens Denoify, das den Wechsel von Node auf Deno erleichtern soll, indem es euch einfach den Code transpiliert. Deno ist also die Version von Node, bei der die Entwickler von Node aus ihren Fehlern gelernt haben, aber streng genommen ist Deno noch immer sehr, sehr ähnlich zu Node, vor allem im Kern. Deno ist deshalb auch nur sehr langsam am populär werden, weil es eben nicht allzu viele Unterschiede zu Node gibt und viele Entwickler schon mit NPM vertraut sind. Und dann kommen wir zu Boon oder Bun. Boon wurde entwickelt, um eine schnellere, schlankere und modernere Alternative zu beiden zu werden. Es soll also wirklich Node.js eigentlich ersetzen.
Der große Unterschied bei Boon ist die JavaScript-Engine, die den Code ausführt. Node und Deno benutzen, wie schon gesagt, die V8, also die Engine, die in Chrome und den meisten Webbrowsern einfach drinsteckt. Boon nutzt JavaScript Core. Das ist die JavaScript-Engine von Apple. Also die in Safari drin steckt und die in jedem Browser auf iOS läuft, beziehungsweise bis vor kurzem genutzt wurde. Das kann man jetzt, soweit ich weiß, ändern. JavaScript Core hat niedrigeren Speicherverbrauch. Ihr kennt ja die Memes von Chrome und dem RAM-Fressen und so sicherlich. Es soll aber auch nur wenig langsamer sein als V8 und sogar einen schnelleren Start ermöglichen. Das zeigt sich übrigens auch bei mir in meinen Tests, den ich übrigens in dem Fall jetzt mit Hyperfine durchgeführt habe. 100 Mal starten von allen dreien, also Node, Deno und Boon. Dabei ist Boon ungefähr 12 Mal schneller gestartet als Node und sogar 16 Mal schneller als Deno. Aber um fair zu sein, das ist halt in der Production eigentlich nicht wirklich ein Argument für mich. Der Code muss schnell laufen, nicht schnell gestartet werden. Um übrigens von Node auf Boon zu wechseln, ist eigentlich auch nicht viel nötig. Boon implementiert eigentlich alle oder zumindest fast alle APIs von Node. Das heißt, man kann das einfach weiter so benutzen. Aber Boon hat natürlich nochmal eigene on top. Übrigens, Boon kann auch direkt TypeScript ausführen. Einfach Boon euer Script.ts eingeben. Der Transpiler ist direkt bei Boon dabei. Node braucht immer dazu externe Umgebungen, wie zum Beispiel das TS-Node-Paket. So, wo wir aber gerade beim Code sind. Ich habe für den Benchmark, zu dem wir gleich noch kommen, extra Code geschrieben. Ein sehr simpler Server, ohne externe Bibliotheken, wie beispielsweise Express, der ausschließlich ein einzelnes Bild aus dem Ordner Data holt und zurückgibt. Das ist eine Aufgabe, die ein Webserver natürlich extrem häufig tun muss. Und ich habe auch versucht, den ganzen Code möglichst so zu schreiben, wie man ihn in den jeweiligen Umgebungen schreiben würde und ihn gut lesbar zu lassen für den jeweiligen Webserver. Außerdem habe ich auch versucht, ein paar Fehlerbehandlungen einzubauen. Bitte nicht flamen, die sind wahrscheinlich nicht optimal. Ihr seht die 3 Snippets hier im Vergleich. Node fairerweise ist das, womit ich am vertrautesten bin. Aber wenn ich ehrlich bin, ist es mit Abstand am schlechtesten lesbar. Was muss ich da mit Pipe genau machen? Was genau heißt WriteHead? Warum ist die Response übrigens ein Parameter, wenn ich sie eigentlich zurückgebe? Fragen über Fragen, die alle keinen Sinn machen. Bei Deno ist der Code in TypeScript und eigentlich ziemlich gut lesbar, wenn man seine Variablen schön benennt. Man kann relativ intuitiv verstehen, was eigentlich genau readFile tut oder was der deno.errors.notfound eigentlich sein soll. Nur natürlich ist das Instance of bei den Fehlern für jeden Softwarearchitekt, sagen wir mal, nicht so angenehm. Allerdings muss ich mich noch immer selbst um meine Header kümmern. Aber schaut euch mal den Boon-Code an. Fetch, also holt den Request, holt die passende Datei, gibt sie zurück und falls nicht vorhanden, gibt einen Fehler aus. Keine Header, kein File-Handling, nichts davon. Boon-Code ist der mit Abstand für mich am lesbarsten und der, den ich eigentlich am liebsten in der Praxis schreiben würde. Aber in der Praxis schreibt man natürlich nicht reinen Node-Code auch. Man schreibt eigentlich viel häufiger Express, wozu ich auch schon mal ein Tutorial gemacht habe. Aber fairerweise ist der Express-Code auch nicht unbedingt frei davon. Hier ein kleiner Vergleich, nur zur Vollständigkeit. In Sachen Lesbarkeit und Einfachheit hatte Boon für mich in sehr vielen Aspekten die Nase vorn. Also zumindest von dem, was ich bislang damit gemacht habe. Okay, aber natürlich wollt ihr jetzt vor allem wissen, wie schnell ist denn Boon jetzt wirklich? Ist es wirklich die versprochenen 4-mal schneller? Dazu zu meinem Setup erstmal. Boon läuft nicht auf Windows bislang. Ich habe also alle 3, also Deno, Boon und Node, in meinem Windows Subsystem Linux installiert, um gleiche Bedingungen zu schaffen. Den Code, den ich zum Benchmarken genutzt habe, seht ihr hier. Ich habe versucht, wie gesagt, so nativ wie möglich zu sein, um wirklich die Engines zu testen und nicht meinen Code. Express war nicht Teil des Tests, fliegt also raus. Zum Benchmarken habe ich ein Tool namens Bombardier benutzt. Bei dem kann ich eine URL festlegen und wie viele Concurrent Connections wir benutzen wollen. Concurrent Connections könnt ihr euch erstmal so vorstellen, wie viele User greifen eigentlich gleichzeitig auf meine Website zu. Also, wie viele User kann ich wirklich gleichzeitig solide verarbeiten? Ich habe die Tests jetzt mal für alle 3 Umgebungen mit je 10, 50, 100 und 300 gleichzeitigen Verbindungen getestet. Und natürlich ist alles sehr, sehr stark von eurem System abhängig. Daher einfach gerne selbst nachmachen. Node-Version ist die neueste, also 20.7.0.
Deno ist die Version 1.37.0 und Boon ist aktuell in der Version 1.0.3. Bei 10 gleichzeitigen Verbindungen habe ich 10.000 Requests verarbeitet, bei allen anderen 100.000 Requests. Das Bild, das ich genutzt habe für den Test, ist das hier übrigens, mein Weihnachtslogo, weil wir jetzt auch schon wieder auf die Weihnachtszeit zugehen. Was wir messen wollen, ist eigentlich, wie lange es braucht, bis das Bild da ist. AKA die Latenz, also wie lange muss mein User warten, bis er das Bild auch ausgeliefert bekommt. Das Ganze läuft natürlich auf Localhost, dementsprechend haben wir keine Internet-Latenzen drin, sondern nur die von meinem eigenen Rechner. Das sieht dann am Ende so aus. Je mehr Anfragen pro Sekunde wir haben, desto mehr muss unser Server und der PC natürlich rödeln und desto höher wird natürlich auch die Latenz. Aber ich kann hier deutlich sehen, dass Deno das schnellste war, dicht gefolgt von Node, während Boon leider eine echt hohe Latenz im Vergleich hatte. Wenn wir besonders viele Nutzer gleichzeitig haben, dann geht die Latenz teilweise sogar auf 350 Millisekunden im Durchschnitt. Und das ist wirklich viel. Ich habe den Test mehrfach laufen lassen, aber die Ergebnisse waren bei mir eigentlich immer ziemlich ähnlich. Gut, es könnte ja sein, dass manche Aufgaben sehr schnell sind und es ein paar krasse Ausreißer gibt, oder? Aber dem ist tatsächlich nicht so. Die Standardabweichung war bei Deno natürlich sehr viel höher und die maximal gemessene Latenz war für Boon bei 450 Millisekunden. Es scheint also einigermaßen konstant langsam zu sein, was Boon da tut. Bei dieser Grafik hier fand ich es übrigens besonders deutlich. Hier sehen wir, wie viele Anfragen pro Sekunde wir verarbeitet bekommen. Bei Boon sind das, egal wie viele Connections jetzt da gleichzeitig sind, ungefähr konstant 850. Bei Node sind es etwa 3700 und bei Deno bis zu 6000. Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Glücklicherweise stellt Boon, also die Entwickler von Boon, auch selbst nochmal Benchmarks zur Verfügung, um andere Funktionen als nur Bilder zu testen, was ja ich eigentlich hier gemacht habe. Beim ersten Benchmark, zur Erinnerung, von Boon selbst entwickelt, vergleichen wir, wie lange eine Operation im Schnitt dauert für synchrone Ausführungen, asynchrone Ausführungen und Await Statements, die ja alle drei sehr häufig in JavaScript auftreten. Bei Sync ist Deno am langsamsten, sonst eigentlich immer Boon. Wie ihr sehen könnt, eigentlich auch hier bei den Grafiken. Async ist Deno massiv am schnellsten, bei gzip sieht es nicht anders aus. Boon war immer im Mittelfeld, aber nie das schnellste, wie ihr hier bei den ganzen Grafiken auch immer vergleichen könnt. Also egal, ob jetzt mit gzip oder mit gunzip. Die übrigen Benchmarks waren übrigens bei mir gar nicht lauffähig. Ich weiß nicht, was die Macher da gemacht haben, aber ich denke, die reichen eigentlich, um zu zeigen. Boon ist nicht schneller als Node, zumindest auf meiner Maschine nicht. Deno war insgesamt am wankelmütigsten in meinen Tests, sprich manche Funktionen waren drastisch schneller als bei Node, andere drastisch langsamer. Node verspricht hier eigentlich eine relativ konsistente und schnelle Ausführung. Sogar zum Großteil deutlich schneller als Boon. Die große Frage ist hier also für mich gewesen, wieso? Wenn man sich online umsieht, soll Boon ja wirklich immer deutlich schneller sein. Das haben sehr viele Menschen getestet und sehr viele Leute haben auch dieses Ergebnis bekommen. Aktuell, und das ist die Antwort, ist Node in der Version 18.18 im Long-Term Support verfügbar. Und die meisten Tests online sind auch genau mit dieser Version gemacht worden. Ich habe aber den ganzen Test, wie ihr wisst, mit Version 20.7 gemacht. Und in der Version 20 haben die Entwickler von Node einen massiven Fokus auf die Performance in Node gelegt. Ada 2.0 ist ein extra schneller URL-Parser in C++. Es gibt effizientere APIs und auch die Runtime, also die V8 von Google, wurde natürlich aktualisiert und ist damit schneller geworden. Das erklärt es zumindest für mich. Was heißt das also? Boon hat sehr spannende und wichtige Ansätze mit in das ganze Ökosystem gebracht. Es zeigt, wie auch Deno, Dinge in Node.js auf, die einfach nicht gut sind. Aber ihnen beiden fehlt eigentlich das Ökosystem und die Community. Node läuft einfach und es läuft ziemlich gut. Und ja, es ist vielleicht nicht immer so innovativ und Änderungen sind langsam. Aber alles, was in diesen neuen Frameworks vorgeschlagen wird, kommt dann auch wieder häufig zurück zu Node. Euer Projekt ist, finde ich, nach wie vor ganz gut bei Node aufgehoben, wahrscheinlich am besten vor allem in Production. Aber ein Blick über den Tellerrand kann nie schaden. Und wenn ihr Performance wollt, die neue Version scheint da noch mal einiges zu bringen. Und wenn ihr mehr zu Node lernen wollt, schaut einmal ganz gerne auf unserer Academy nach. Die
sind natürlich schon online. Moment. Unsere Academy? Oh, was habe ich da nur geplant? Nochmal kurz der Hinweis, dass nächste Woche eine ziemlich große Ankündigung als 100.000 Abo-Special auf meinem anderen Account erscheint. Schaut da gerne vorbei. An der Stelle danke euch allen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.